Ich bin Epidemiologin, weil ich es super spannend finde, über Verbreitung und Ursachen von Krankheiten zu forschen. Und vor allem auch über Gründe, die Leute gesund halten und die Leute können dabei unterstützen, um möglichst lang gesund zu bleiben. Oder mit chronischen Krankheiten können möglichst gut umzugehen. Ich bin Infektiologe, weil mich die Infektionskrankheiten faszinieren. Primär am Patientenbett, aber dann auch in einer grösseren Anordnung, wie wir das momentan erleben mit Corona. Dass so etwas kommt, habe ich nie gedacht, ist jetzt ganz eine spezielle Situation, eine interessante Situation. Und eine interessante Situation nicht nur deshalb, weil sie zum Betrachten schön ist, sondern weil wir eben vor allem etwas anbieten in dieser Situation. Das ist die Motivation, am Morgen aufzustehen. Ich bin Epidemiologe, wie es mir gefällt, Inhalt und Methodenwissen zu kombinieren. Mir gefällt das sehr, spezifische Fragestellungen, Probleme anzugehen und das mit den besten Forschungsmethoden. Ja, ich getraue mich sicher. Ich bin sogar gezwungen dazu, ab und zu mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Aber natürlich schützen wir uns jetzt entsprechend. Also wenn ich mit den Kindern komme, dann schützen wir uns jetzt entsprechend. Bei mir sieht es ähnlich aus, wobei ich bin ein bisschen unsicher momentan, bin ich mit meiner Tochter noch nicht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel gereist. Aber ich selbst schütze mich auch, wenn ich mit dem Bus oder Tram fahre. Ja, ich denke, das ist genau das Momentum von Corona Juni. Das ist genau die große Fragestellung, wie es weitergeht. Die großen Fragen sind, wie sieht die Durchseuchung aus? Und letzten Endes natürlich sind dann die Leute auch geschützt. Also die Antikörper haben, sind das schützende Antikörper. Und wenn wir diese nachweisen, wie lange sind die auch schützend? Also wir haben gut Erfahrungen mit Antikörpern, die schützend sind, aber über eine Zeit dann wieder plötzlich verschwinden und dieser Schutz nicht mehr besteht. Ich denke, es wird sich nochmals eine Situation ergeben, wo wir erneut einen Anstieg sehen. Wie stark dieser Anstieg ist, das ist eine große Frage und da interessiert mich natürlich auch eure Meinung. Ja, wir dürfen jetzt nicht bequem werden. Also wir haben jetzt Ende Mai praktisch keine Neuansteckungen, aber jetzt legen wir den Grundstein, um überhaupt interpretieren zu können, was in den nächsten Monaten passieren wird. Oder? Jetzt legen wir eigentlich den Kompass an, die Ausrichtung nach dieser ersten großen Welle und wir können alles, was kommt, eigentlich nur interpretieren, wenn wir diesen ersten Grundstein gelegt haben. Ja, wir beginnen jetzt mit der ersten Erhebung. Und die zweite Erhebung ist dann geplant, die Welle im Herbst, um die Entwicklung abschätzen zu können. Weil, wie schon gesagt von euch, wir sind jetzt mit der Situation konfrontiert, dass wir mit dem Coronavirus leben müssen. Und nur wenn wir wissen, wie genau der verteilt ist, können wir abschätzen, wie wir uns verhalten werden und auch die richtigen Fragen stellen, die wir versuchen, mit unserer Studie zu beantworten. Ich denke, es ist, wenn der erste Winter, Frühling vorbei ist, nachdem wir eine Impfung zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich glaube, es wird so lange dauern, aber ich glaube, das heißt nicht, dass wir genauso weitermachen, wie wir es bis jetzt geplant haben, sondern wir sind ja agil, also wir haben ein Vehikel aufgebaut mit Corona Immunity, dass das sehr gut reagieren kann, auch auf die Geschehnisse. Wir können neue Erhebungen machen, wir können neue Tests machen und ich glaube, das ist der riesen Vorteil, dass wir so agil sind. Aber ich denke, wir müssen uns auf eine längere Phase einstellen und wahrscheinlich ein besseres Vehikel als auch für die Überprüfung des Impfschutzes etc. als Corona Immunity, das gibt es wahrscheinlich kaum. Und dass sicher ein Vorteil ist, dass wir auch dieselben Personen mehrmals testen und so auch einen Vergleich über die Zeit haben. Nebst dem, dass wir auch zufällig Personen aus der Bevölkerung auswählen und gezielt Subpopulationen untersuchen. Aber dass wir so verschiedene Aspekte damit anschauen können und auch beantworten können. Also wir werden einerseits das Verhalten erfassen von den Leuten, eben über eine längere Zeit und gleichzeitig auch ihre Symptomatik und allfällige Tests. Und so versuchen wir schließen zu können, ob das zusammenhängt oder ob tatsächlich das Verhalten die Krankheitsentwicklung hier beeinflussen kann.
Und ich glaube, neben dem individuellen Verhalten, das wir so erfassen, versuchen wir auch strukturell irgendwie die Umgebung zu erfassen, wie gut die Leute geschützt sind und wie sie damit umgehen. Ein gutes Beispiel dafür sind die Schulen. In den Schulen, wir machen eine große Schulstudie im Kanton Zürich. Und da erfassen wir neben dem Verhalten der Lehrer, der Kinder, der Eltern, erfassen wir auch strukturell, was hat eine bestimmte Schule gemacht, wie ermöglicht es den Kindern und Lehrpersonen auch, sich entsprechend zu verhalten. Also ich glaube, diese strukturelle Ebene kann man halt sehr gut im Schulsetting abbilden. Das ist wahrscheinlich viel schwieriger sonst im Leben, im beruflichen Leben, aber ja im Schulsetting haben wir dann praktisch eine Umgebung, die wir sehr gut abbilden können. Ja, da haben wir einiges vor und es ist, glaube ich, so, dass wir sagen können, wir müssen nicht nur lernen, mit Corona zu leben, mit Covid-19 zu leben, sondern wir bieten auch etwas an, dass wir der Bevölkerung so zurückgeben können, den Entscheidungsträgern einen Kompass in die Hand geben können mit Corona Immunitas. Also es ist nicht nur etwas lernen, sondern es ist mit einem Tool sich dann auch weiterhin in die nächsten Monate und vielleicht Jahre zu begeben, aber mit einem Kompass in der Hand.